Wir wollen den Fall vertiefen. Aus München zugeschaltet ist jetzt der Sicherheitsexperte und Politikberater Nico Lange. Herr Lange, ich grüße Sie. Guten Tag. Wie ordnen Sie denn diesen Fall ein? Wir haben im Beitrag ja gerade eben gehört, eine belarussische Exilvereinigung geht davon aus, dass das Lukaschenko-Regime den jungen Mann in eine Falle gelockt haben könnte. Ist es realistisch? Es ist leider realistisch. Das ist ein typisches Muster, insbesondere der russischen Behörden, die ja auf die belarussischen Behörden direkt zugreifen können. Und sowohl bei Iwan Gershkovich als auch bei Herrn Krieger ist ja zunächst unter zweifelhaften Vorwürfen eine Verhaftung erfolgt und dann sind Urteile gesprochen worden. Und ich glaube, Russland erhöht jetzt damit den Druck, um jemanden freizupressen. Und ich glaube auch, dass es um den Tiergartenmörder geht in diesen Fällen. Die Justiz in Belarus, die ist ja nicht gerade zimperlich. Wie oft werden denn dort überhaupt noch Todesurteile verhängt und anschließend auch vollstreckt? Ja, Belarus ist das letzte europäische Land, das nicht nur Todesurteile ausspricht, sondern diese auch vollstreckt. Man muss also mit dem Schlimmsten rechnen. Oder man kann sagen, die russische Seite hat ganz zynisch mit dem Urteil in Belarus den Preis jetzt sehr hochgetrieben, um die deutschen Behörden zum Handeln zu zwingen. Welche Einflussnahme haben denn die deutschen Behörden? Außenministerin Baerbock, die soll sich ja auch schon eingemischt haben und einen Brief an ihren belarussischen Amtskollegen geschrieben haben, auf ein Berufungsverfahren sich eingesetzt haben. Ist das realistisch? Kann das passieren? Ja, ob ein Berufungsverfahren möglich ist, das weiß ich nicht. Ich habe aber keinen Zweifel daran, dass wenn Putin will, dass auch beim Berufungsverfahren ein Schuldspruch herauskommt, dann kommt eben ein Schuldspruch heraus. Und auch bei Herrn Gershkovich ist es ja so, dass das Gericht ganz offensichtlich eine politische Vorgabe erhalten hat, nicht nur für die Festnahme, sondern eben auch für das Urteil. Es gab Gerüchte vor dem Tod von Herrn Nawalny, dass auch bei Herrn Nawalny ein Austausch gegen den Tiergartenmörder bereits im Gespräch gewesen sein soll. Und ich glaube, dass Russland weiter versuchen wird, in diese Richtung zu verhandeln. Was hinter den Kulissen passiert und worüber das Auswärtige Amt mit Belarus und mit Russland im Moment spricht, kann ich ehrlicherweise aber nicht beurteilen. Bisher hat sich die Bundesregierung ja geweigert, den Tiergartenmörder auszuliefern. Da gab es ja angeblich von Herrn Putin schon Anfragen, auch indirekt oder über einen Ringtausch wurde da gesprochen. Wie schätzen Sie das denn ein? Wie groß ist die Bundesregierung jetzt in der Bredouille, dass sie sich möglicherweise erpressen lassen muss, um das Leben dieses Mannes in Belarus zu retten? Ja, das ist ein ganz schweres Dilemma. Und ich finde auch, die deutsche Reaktion auf diesen Tiergartenmord und auf das Urteil gegen den Tiergartenmörder war ja bisher viel zu lasch. Also da sind 2 Diplomaten ausgewiesen worden, aber da wird am helllichten Tag durch russische Sicherheitsbehörden jemand ermordet und das hat keine Konsequenzen für Russland. Also ich glaube, darüber muss man nachdenken, was das eigentlich für Folgen hat. Dass man jetzt in diesem Dilemma steckt, ist sehr misslich, ist ein Hinweis darauf, dass man nicht nach Russland oder nach Belarus reisen sollte, weil man sonst in Geiselhaft gelangen könnte. Das gab es ja mit einer amerikanischen Basketballspielerin auch, die sehr lange dort in Haft war, bevor sie dann freikam. Ich glaube, dass es sehr schwierig wäre, wenn das Signal ist, dass Russland auf diese Weise einen verurteilten Mörder, der ein schlimmes Verbrechen begangen hat, am helllichten Tage in Berlin frei bekommen könnte. Lassen Sie uns auf den Tiergartenmörder vielleicht noch mal eingehen. Also der hat ja hier einen Exil-Russen getötet am helllichten Tag, ist auch verurteilt worden. Weiß man denn, ob der Mann mittlerweile sich in irgendeiner Weise eingelassen hat? Er soll ja ein russischer Agent sein. Ja, es gilt als erwiesen, dass dieser Mann vom russischen Militärgeheimdienst gesteuert worden ist, um diesen Mord ganz gezielt zu begehen. Die Hintergründe liegen da auf dem Tisch. Das Urteil ist gesprochen. Aber der Herr Krassikow schweigt vollkommen zu all diesen Vorwürfen, weil er darauf vertraut, dass der russische Staat ihn am Ende irgendwie freipresst. Und wir sehen ja jetzt auch Ereignisse, die in diese Richtung deuten. Sagt der Sicherheitsexperte und Politikberater Nico Lange. Vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank für die Einordnung. Gerne.